Hallo und herzlich willkommen zum 5. Review auf unserem Kanal. Ich bin der Patrick. Ich bin der Salvo. Und heute stellen wir euch die FN57 vor. Vorab ein Dankeschön an Schiesszentrum Ostschweiz, dass wir die Schussaufnahmen bei ihnen machen dürfen. Und an Gotcha GmbH, wo uns die Aimcam ausgelehnt hat für diverse Aufnahmen. Infos findet ihr im Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefällt und ihr mehr von uns sehen wollt, liket doch das Video und lasst gerne ein Abo auf unserem Kanal da. Bei unserer Variante handelt es sich um die 57 IOM von FN Herstal Belgien, USA. Die Pistole verschiesst 5,7 x 28 mm Geschoss. Der Ursprung der 57 kommt von einem Auftrag, den die NATO 1989 in die Wege geleitet hat, wo es einen Ersatz für 9 mm Patronen gesucht haben für Pistolen und Maschinenpistolen. FN hat die 57 Pistole erstmals 1993 vorgestellt. In Produktion ist sie aber erst 1998 gegangen. Für den zivilen Markt ist sie erst 2004 lanciert worden. Als erstes hat es die 57 und 57 Tactical gegeben, die sind aber nur für den militärischen Markt gewesen. Die beiden Varianten sind abgelöst worden durch die FN IOM. Die ist nachher ersetzt worden durch die FN USG, FDE und OTG. Das ist eigentlich die gleiche Variante, einfach in 3 verschiedenen Farben. Die aktuelle Version von der 57 ist die 57 MK2. Die gibt es in FDE und in Schwarz. Ausgeliefert wird die 57 in einem Koffer. In dem Koffer drin ist die Waffe selber. Dann sind 1, 2, 3 Magazine. Die Hülse vom Schusstest von der Produktion. Dann ist eine Anleitung dabei. Bonusmenü. Und dabei ist auch ein Schloss. Und theoretisch würde noch den Schlüssel zum Kimme verstellen und einen Schlüssel zum den Magazinauslass auf die andere Seite montieren, aber der ist bei mir leider nicht dabei. Die 57 ist eine Striker-Fired Pistole mit Single-Action-Abzug und der Abzugsmechanismus ist sehr simpel aufgebaut, aber funktioniert gut. Die Pistole ist außen komplett aus Polymer hergestellt. Innen dran ist sie verstärkt durch Stahlteile. Nebst dem ist noch das Besondere an der 57 natürlich das Kaliber, das sie verschiesst, wo halt eher als Gewehrkaliber als Pistolenkaliber gelten tut. Die 57 Munition ist halt kleiner als übliche Pistolenmunition, fliegt viel schneller und hat die höhere Durchschlagskraft. Dank dem Polymeraufbau ist die Waffe knapp 610 Gramm schwer ungeladen und mit vollgeladenem Magazin wiegt sie nur 744 Gramm. Durch das spezielle Kaliber der Waffe ist der Handgriff eher lang, aber weil sie da so schöne Texturierung hat, ist sie trotzdem gut in der Hand. Die 57 verfügt über eine Sicherung, die beidseitig bedienbar ist. Die ist recht weit vorne, aber trotzdem gut bedienbar. Zudem verfügt die 57 über eine Magazinsicherung, das heisst, wenn das Magazin nicht eingesetzt ist, kann man nicht schiessen.
Der Schlittenfanghebel befindet sich nur auf der linken Seite. Er schaut ein bisschen gegen raus, kommt aber nicht im Weg, ist gut bedienbar. Der Magazinauslausknopf auch, ist ein bisschen erhöht, was ihn zugänglicher macht. Der ist ab Werk auf der linken Seite, man kann ihn aber wechseln, damit er auf der rechten Seite ist, falls man ein Linksschütz ist. Der Schlitten verfügt im hinteren Bereich über sogenannte Serrations, wo es ein bisschen griffiger macht. Zudem hat es auf der rechten und auf der linken Seite Flügel, wo das Hantieren vom Schlitten einfacher macht. Der Abzugsweg von der 5.7 ist für das, dass er standardmäßig ist, relativ kurz. Der Druckpunkt ist sehr gut erkennbar. Der Reset ist auch sehr gut erkennbar. Und der ganze Abzug ist gar nicht kratzig. Das Abzugsgewicht liegt bei 2,74 bis zu 3,27 kg. Den Unterschied von Schuss zu Schuss merkt man aber fast nicht vom Gewicht. Der Lauf ist aus Stahl hergestellt und ist 122 mm lang. Eine Besonderheit bei diesem Modell ist, dass es einen Loading Indicator hat, der einem anzeigen tut, ob man eine Patrone in der Kammer hat oder nicht. Die Visierlinie ist relativ hoch. Die Kimme ist horizontal und vertikal justierbar und das Korn ist fix. Der Rückschuss dieser Pistole ist leicht und sehr angenehm. Bei unseren Messungen, verglichen zu einer 9 mm Pistole, ist der Rückstoßwinkel und die Tiefe um einiges kleiner gewesen. Das macht die Pistole einfach besser hantierbar, sprich der Rückstoß besser kontrollierbar. Jedoch hat uns das Schussbild nicht ganz überzeugen. Wobei man da im Voraus vorräumen muss. Einerseits haben wir da eine Pistole, die ein Hochgeschwindigkeitsgeschoss verschiessen tut und eine recht hohe Visierlinie hat. Ich gehe mal davon aus, dass wir halt einfach zu nahe an der Scheibe sind. Andererseits, der Lauf ist nicht in einem neuwertigen Zustand, sogar eher ein bisschen mittelmäßig. Gut möglich, dass der Faktor das Schussbild auch beeinträchtigt hat. Die Magazine der 5.7 bestehen aus schlagfestem Polymer. Sie sind relativ lang, was den Nachteil macht, dass sie
viele Universalmagazintaschen nicht reinpassen. Das Magazin fasst 20 Schuss, was sehr viel ist für diese Größe. Eben durch das 5,7 x 28 Kaliber recht schmal ist. Die Pistole verfügt im vorderen und unteren Bereich über eine Picantinischiene. Daran kann man auch, wie bei vielen taktischen Waffen, ein taktisches Licht anmachen, die mit Sonderbewilligung, die halt, die in der Behörde arbeiten, einen Laser anmachen. Und für die Fans unter euch, Frontgriff, Zweibeinstützen, was ihr möchtet, an Pistolen untereinander bauen. Also mein Fazit zu der 5.7. Es ist eine mega coole Waffe. Sie schiesst sich sehr angenehm, eben durch das, dass sie einen leichten Rückstoß hat. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist die Munition-Verfügbarkeit. Zum Munition bekommen ist recht schwierig, weil es halt ein sehr spezielles Kaliber ist. Mein Fazit zu der 5.7: Ich finde es eine lässige Pistole, ein interessantes Modell. Was mir extrem gut gefällt an diesem Modell ist die Sicherung, die vorne dran ist. Und ich finde, ist irgendwie intuitiver zum Bedienen und es ist nicht so im Weg, wenn man mit der Waffe am Hantieren ist. Sicher etwas, was ich auch mal gerne in anderen Modellen sehen würde. Wie der Patrick auch, leichter Rückstoß, sie liegt gut in der Hand. Was mich stört an diesem Modell, wenn ich eine hätte, ist halt der Preis für die Munition, was halt recht unlukrativ macht, damit zu schiessen, weil halt die Munition wirklich teuer ist. Dadurch finde ich, ist das schon ein bisschen mehr ein Sammlerstück als ein Modell, das halt jedes Mal mit in den Schiesskeller mitnimmst zum Schiessen. Aber die Pistole per se finde ich wirklich top. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da und wir würden uns natürlich über jedes Abo freuen. Wie immer Detailbilder zu der 5.7 findet ihr auf unserem Facebook-Account und im Instagram. Danke euch auch vielmals fürs Zuschauen und ciao zusammen.